Willkommen zurück zum dritten Teil unserer New York-Reihe. In diesem Video zeigen wir euch nicht nur, was wir uns noch so in New York angesehen haben, sondern machen auch einen Abstecher nach Washington DC. Nicht mal 15 Minuten dauert die Fahrt mit der Fähre nach Liberty Island, wo wir die Freiheitsstatue aus der Nähe bestaunen können. Die Freiheitsstatue war ein Geschenk der Franzosen an die Vereinigten Staaten und ist heute Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Die Statue stellt die römische Göttin der Freiheit dar und gilt bis heute als Symbol der Freiheit. Mit dem richtigen Ticket kann man auch ins Innere der Freiheitsstatue hinein. Wir schauen sie uns allerdings nur von außen an. Neben Liberty Island liegt auch Ellis Island im New Yorker Hafen. Zwischen 1892 und 1924 mussten sich hier mehr als 120 Millionen Immigranten kontrollieren lassen. Circa 40% der heutigen Amerikaner stammen von diesen Einwanderern ab. Wir sind gerade auf der neuesten der Aussichtsplattformen, nämlich am Summit OV. Das wurde 2020 eröffnet und hier ist nicht nur die Aussicht spektakulär, sondern das Ganze ist einfach nur ein Erlebnis für sich. Aber seht selbst. Wir wollten unbedingt auch eine der Aussichtsplattformen bei Sonnenuntergang besuchen und haben uns für Summit OV entschieden. Das würden wir allerdings nicht nochmal so machen, denn hier ist das Augenmerk auf die Räume und auf das Erlebnis Indoor gerichtet und das wirkt einfach besser mit Sonnenlicht. Wer die Wahl hat, sollte daher eine der anderen Aussichtsplattformen in der Nacht besuchen. Das 319 Meter hohe Chrysler Building zählt zu den Top 10 der höchsten Gebäude New Yorks. Von Anfang an war das Gebäude nicht nur als Büro der Autofirma gedacht, sondern auch als Denkmal für den Eigentümer Walter P. Chrysler. Die Spitze des Gebäudes erinnert an die Lamellen eines Autokühlers. Noch dieses Jahr soll das Chrysler Building übrigens auch eine Aussichtsplattform bekommen. Wir sind gerade im Katz Deli und probieren gleich das bekannte Pastrami-Sandwich, was wir schon von einigen Personen empfohlen bekommen haben. Kleiner Tipp, entweder eine Hälfte bestellen oder sehr viel Hunger mitbringen oder am besten einfach ein ganzes Teil, weil hier ist jede Menge Fleisch drinnen. Aber sehr gut. Katz Deli wurde 1888 gegründet und ist seit mehr als 100 Jahren ein Familienbetrieb. Das Sandwich, von dem ihr gerade die Hälfte gesehen habt, hat normalerweise ein halbes Kilo Fleisch. Fleischliebhaber kommen daher hier voll auf ihre Kosten. Washington ist gerade mal 4,5 Stunden von New York entfernt und deswegen haben wir beschlossen, wir machen heute einen Tagesausflug und schauen uns das Weiße Haus und andere Sehenswürdigkeiten einfach einmal live an. Genau, wir nehmen dazu den Flixbus. Das hat jetzt pro Strecke und Person ca. $40 gekostet und funktioniert eigentlich einwandfrei. Nach 4,5 Stunden im Bus sind wir jetzt in Washington angekommen und holen uns erstmal ein Fahrrad. Unser erster Stopp in Washington DC ist auch gleich eines der berühmtesten Gebäude auf der ganzen Welt. Und zwar seht ihr hinter mir das Weiße Haus. Wie wahrscheinlich allen bekannt ist, ist das der offizielle Regierungs- und Amtssitz des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Aber wie ihr vielleicht noch nicht wisst, verfügt das Weiße Haus über 6 Stockwerke, 35 Bäder, insgesamt 132 Räume, 412 Türen, 147 Fenstern, 8 Stiegenhäusern, 28 Kaminen und 3 Aufzüge.
Leider kommt man nicht viel näher zum Weißen Haus, um schöne Aufnahmen zu machen, aber auch die umliegenden Gebäude, die alle mehr oder weniger Regierungsgebäude sind, sind durchaus sehenswert. Zwischen dem Reflecting Pool und dem Washington Monument liegt das World War II Memorial. Das besteht aus einem Rainbow Pool in der Mitte und 56 Säulen rundherum, die an Bundesstaaten oder Teile des Landes erinnern. Es gibt auch eine sogenannte Freedom Wall, die aus insgesamt 4084 Sternen besteht. Jeder dieser Sterne erinnert an 100 gefallene Soldaten. Übrigens, das World War II Memorial wurde von einem österreichisch-amerikanischen Architekten entworfen. Am Ende der National Mall befindet sich das Lincoln Memorial, das zu Ehren des 16. US-Präsidenten, nämlich Abraham Lincoln, errichtet wurde. Das Imposanteste am Gebäude ist sicher die Statue im Inneren. Die 36 Säulen, die das Gebäude tragen, repräsentieren die 36 Bundesstaaten, die zu der Amtszeit von Abraham Lincoln zu den USA gehörten. Alle weiteren Bundesstaaten wurden in das Dach eingraviert. Das ca. 170 Meter hohe Washington Monument, das ihr hinter mir seht, steht ungefähr in der Mitte der sogenannten National Mall, wie diese komplette Anlage hier genannt wird. Es ist ein Marmorturm, der die Form eines Obelisken hat, und er wurde zu Ehren des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, nämlich George Washington, gebaut. Am anderen Ende der National Mall liegt das Kapitol, das Sitz des Kongresses, also der Gesetzgebung des Landes ist. Im Inneren sind auch viele Kunstwerke ausgestellt und es zählt zu den populärsten Tourismuszielen des Landes mit 3 bis 5 Millionen Besuchern pro Jahr. Das Rockefeller Center ist nicht nur ein einzelner Wolkenkratzer, sondern ein ganzer Komplex, der über mehrere Straßenblöcke geht und aus bis zu 20 ineinander verschachtelten Wolkenkratzern besteht. Berühmt ist der Komplex aber nicht nur für den Weihnachtsbaum und den Eislaufplatz im Winter, sondern auch für die Radio City Music Hall hinter mir, für das General Electric Building und für die Aussichtsplattform Top of the Rocks, wo wir jetzt hingehen. Top of the Rock ist auch die nächste Aussichtsplattform, die wir uns genauer ansehen. Sie ist ca. 260 Meter hoch und damit die niedrigste der bekannten Aussichtsplattformen. Die Liftfahrt und auch die Ausstellung im Erdgeschoss sind weniger spektakulär als bei den anderen Plattformen. Allerdings hat man von hier einen super Blick auf den Central Park und auch das Empire State Building kann man von der Nähe aus beobachten. Wir haben nicht zu viel versprochen. Die Aussicht auf das Empire State Building ist hier wirklich einzigartig. Die Aussichtsplattform erstreckt sich auf insgesamt 3 Stockwerke und dadurch verteilen sich die Touristen auch schön, sodass man immer ein Plätzchen für sich alleine auch hat. Wir sitzen jetzt bei unserem letzten Essen hier in Amerika, hier in New York. Ich habe nochmal ganz klassisch amerikanisches Burger und Benny hat nochmal was Asiatisches. Das war es leider auch schon von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und über ein Abo würden wir uns ganz besonders freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Outtake. Boom. Mit 3 bis 5 Millionen Besuchern pro Land. Ja, oder? Ja. 2 Getränke pro Personen, Mindestkonsumation, Beschränkung. Das ist was Schlechtes zu sagen, oder? Soll das Chrysler Building noch dieses Jahr... Übrigens...